Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheits-veganen Rezeptvideo von mir. Da wir gerade Bärlauchzeit haben, sollten wir uns dieses stark entgiftende Geschenk aus der Natur zunutze machen und es auf verschiedenste Weise haltbar machen, damit wir noch möglichst das ganze Jahr über davon zehren können. Mein Video zum Bärlauch-Kräutersalz, welches ich vor kurzem hochgeladen hatte, das verlinke ich euch hier oben. Heute stellen wir ein Oxymel aus dem Bärlauch her. Denn das Oxymel ist ein beliebtes Heilmittel, welches schon früher Verwendung in der traditionellen Medizin fand, denn es entgiftet unter anderem den Körper, stärkt das Immunsystem und hilft bei der Verdauung. Gleichzeitig schmeckt es auch noch sehr lecker, sodass man es auf vielfältige Weise verwenden könnte, wie hier zum Beispiel als Zugabe zum Tee. Ebenso könnte man es für eine erfrischende Zitronenlimonade verwenden oder im Salat für die Salatsauce unter anderem. Wer keinen Bärlauch in seiner Nähe findet, der könnte auch auf den Wunderlauch zurückgreifen, denn dieser hat fast die gleichen Eigenschaften wie der Bärlauch. Mein Video dazu, was man alles mit dem Wunderlauch machen kann, das kann ich euch hier oben verlinken. Ideal wäre es, wenn man den Bärlauch tief im Wald finden würde und nicht am Wegesrand, denn dann müsste man ihn nicht so gründlich waschen, sondern einfach kurz durchspülen. Denn je mehr man ihn wäscht, so wie das auch mit allen Kräutern und Wildkräutern der Fall ist, umso mehr seiner Vitalstoffe verliert er dabei. Insbesondere natürlich, was die wasserlöslichen Vitamine wie die B-Vitamine und Vitamin C betrifft. Für diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen mit dem Bärlauch, was die wichtigsten Unterschiede zwischen Bärlauch, Herbstzeitlosen und Maiglöckchen betrifft, so wächst beim Bärlauch ein Blatt an einem Stiel aus dem Boden, bei Maiglöckchen wachsen 2 Blätter an einem Stiel und bei Herbstzeitlosen wachsen mehrere Blätter direkt aus einer Rosette, ohne eigenen Stiel. Und natürlich ist der knoblauchähnliche Geruch ein typisches Merkmal des Bärlauchs. Ich wasche dann den Bärlauch mit meinem Osmosewasser, weil im Leitungswasser viel zu viele Schadstoffe sind. Und wie gesagt, ich spüle ihn nur ganz kurz durch, weil ich ihn ja mitten im tiefen Wald gesammelt habe. Ich trockne ihn dann noch ein bisschen ab mit dem Handtuch, damit er nicht ganz so nass sein wird, wenn ich ihn dann verarbeiten werde für das Oxymel. Und dafür wird der Bärlauch einfach so klein wie möglich gehackt. Und dann kommt er in das Einmachglas und wird möglichst bis oben hin gefüllt, bevor wir ihn dann weiter verarbeiten werden. Die Herstellung eines Oxymels verläuft eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise. Ich hatte ja schon mal ein Oxymel aus dem Rosmarin hergestellt. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Hier sehen wir die Bärlauchknospen. Dazu werde ich noch ein separates Video machen. Und jetzt kommt einfach roher Biohonig, möglichst von Demeter oder von Denre, den wir zu dem Bärlauch in das Glas geben. Damit nichts von dem wertvollen Honig verloren geht, spülen wir das Glas noch aus hier mit dem naturtrüben Bio-Apfelessig, der später auch noch dazu kommt. Und dann geben wir diese Mischung zum Honig und Bärlauch dazu, bevor wir dann mit dem Apfelessig auffüllen. Man könnte sich das Ganze natürlich auch viel einfacher machen, indem man zuerst Honig und Apfelessig in einem separaten Glas gut vermischt und diese Mischung dann erst am Ende zum Bärlauch ins Glas dazu gibt. Dann würde das Ganze natürlich sehr viel einfacher zu bewerkstelligen sein, aber naja, so geht es auch. Und was das Verhältnis zwischen Honig, Bärlauch und Apfelessig betrifft, so könnte man das ganz individuell handhaben, wie man das gerne möchte. Man könnte so viel oder so wenig Honig hinzugeben. Ich nehme immer etwas weniger Honig, weil Honig eben sehr viel Zucker auch beinhaltet und in der ketogenen Ernährung sollte man davon ja möglichst wenig verwenden. Aber da man am Ende ja dann sowieso von dem fertigen Oxymel dann nur kleine Mengen immer verwendet, spielt das Verhältnis jetzt nicht so eine große Rolle. Sobald wir Bärlauch, Apfelessig und Honig gut vermischt haben, schließen wir die Gläser und stellen diese dann an einen dunklen, kühlen Ort. Ich in meinem Fall habe sie in meinen Abstellraum gestellt, wo es immer dunkel und relativ kühl ist. Und dann ist es nur noch wichtig, dass man wirklich jeden Tag schüttelt. Die Gläser werden also wirklich jeden Tag gründlich durchgeschüttelt, damit so viel wie möglich der wertvollen Inhaltsstoffe des Bärlauchs in das Oxymel übergehen. Gut wäre es, die Mischung etwa 2 bis 3 Wochen bei Zimmertemperatur eben ziehen zu lassen, während man eben täglich schüttelt. Je länger man sie ziehen lässt, umso besser eben. Aber man könnte auch schon nach einer Woche das Ganze abseihen. Nach 2 Wochen hier in meinem Fall sieht das Ganze dann jetzt so aus und wir gießen den Inhalt durch ein Sieb in eine große Schüssel und pressen den Bärlauch auch noch gründlich aus. Und sobald wir das getan haben, bleibt uns nur noch das fertige Oxymel in dunkle Gläser zu füllen, damit die lichtempfindlichen Vitamine gut erhalten bleiben. Wer keine dunklen Gläser zur Hand hat, könnte die Gläser dann auch ganz einfach in den dunklen Küchenschrank stellen. Dunkel und kühl gelagert ist das Oxymel mindestens 1 Jahr haltbar. Was nun die gesundheitliche Wirkung des Bärlauch betrifft, so hat der wilde Verwandte von Schnittlauch, Knoblauch und Zwiebel in Mitteleuropa eine richtig lange Geschichte,
Bis in die Jungsteinzeit kann man seine Spuren verfolgen. Es heißt, dass die walisischen Kelten ihn vor Schlachten kauten, da er den Ruf hatte, mutig zu machen. Und das spiegelt sich auch in seinem Namen wider, denn nur besonders heilkräftige Pflanzen wurden nach dem starken Tier benannt. Und Bärenkräfte hat das Lauchgewächs wirklich. Bärlauch sei eine der stärksten und gewaltigsten Medizinen in des Herrgotts Apotheke, sagte vor rund 100 Jahren zum Beispiel Johann Künzle, ein Schweizer Kräuterpfarrer, der die Alternativmedizin und Pflanzenheilkunde förderte. Manche bezeichnen ihn heute sogar als europäischen Ginkgo. Ganz konkret wirkt Bärlauch unter anderem förderlich auf unsere Blutgefäße und kann bei Bluthochdruck und Arterienverkalkung helfen. Daneben kann er Krämpfe lösen und Entzündungen hemmen. Außerdem regt er Magen und Darm an und fördert eine gesunde Darmflora. Eine seiner Eigenschaften wird heute immer wichtiger, während die Belastung durch Umweltgifte stetig steigt. Er unterstützt den Entgiftungsprozess von Pestiziden, Schwermetallen und Schimmelpilzen. Denn die im Bärlauch schwefelaktiven Verbindungen leiten in unserem Körper entgiftende Prozesse ein. Zudem neutralisiert der Bärlauch freie Radikale und schützt somit vor ernsthaften Erkrankungen wie Krebs. In meinem Video zur Entgiftung mit Chlorophyll hatte ich auch nochmal den Bärlauch erwähnt. Das Video dazu verlinke ich euch hier. Und was nun die Eigenschaften eines Oxymels grundsätzlich betrifft, so enthält es antibakterielle, entzündungshemmende, immun- und nervenstärkende, verdauungs- und schlaffördernde Inhaltsstoffe sowie kraftspendende Mineralstoffe und Spurenelemente, Vitamine, Enzyme und Aminosäuren. Ebenso ist Apfelessig ein wirkungsvolles Nahrungs- und Heilmittel. Und da Oxymel reich an Antioxidantien ist, wirkt es fiebersenkend und reizlindernd, immunstärkend und entgiftend. Honig und Essig in Kombination wirkt sich außerdem positiv auf die Verdauung aus und somit auf das Immunsystem. Das Oxymel jetzt hier in einen köstlichen und gesunden Rooibos-Tee zum Beispiel gegeben, ersetzt nicht nur das Süßungsmittel hier in diesem Tee, weil das Oxymel ja auch süß schmeckt, genau genommen eben süß-säuerlich. Die Kombination hier des Oxymels mit dem gesunden Rooibos-Tee bringt diesen nochmal auf ein ganz anderes Level. Und vor allem trinkt man ihn dann auch ganz besonders gerne, weil es einfach sehr, sehr lecker schmeckt. Das Oxymel ist ja tonisierend, fiebersenkend, auswurfsfördernd, entgiftend, entzündungshemmend und immunstärkend und es fördert die Aktivität von Magen, Leber, Galle, Blase und Darm. Und da es in diesem Fall jetzt noch die gesundheitlichen Inhaltsstoffe des Bärlauchs enthält, hat man einen doppelt positiven Effekt auf den Darm, denn es wirkt sowohl probiotisch als auch präbiotisch und bringt somit den Darm richtig in Schwung. Man könnte das Oxymel auch sehr gut hier für die Salatsauce verwenden, weil der süß-säuerliche Geschmack diese ganz besonders gut abrundet. Der Bärlauch bewirkt auch, dass die Nahrung besser aufgespalten und so wiederum besser aufgenommen werden kann. Außerdem wirkt das Allicin im Bärlauch gegen schlechte Bakterien im Darm sowie gegen Viren, Pilze und selbst gegen Würmer. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.